Das Thema Fülle und Finanzen, Geld, das bewegt uns alle. Es gibt viele, die haben wahnsinnig viel und dann gibt es ganz, ganz viele, die haben einfach wirklich zu wenig. Und genau darüber, über diese enorme Spanne, über diese Kluft in unserer Gesellschaft hat Saint-Germain in der Masterclass über Geld, Fülle, Finanzen und vieles mehr gesprochen. Ich sagte, schöne Seele, das ist wirklich ein sehr erhellendes Channeling. Und da Lilith mit dabei war, musste ich sagen, war es schon ziemlich unterhaltsam, zum Teil die Formulierungen wahrzunehmen oder zu hören, die wir noch nicht so gewohnt sind aus diesen Ebenen. Es hat sehr zum Nachdenken angeregt und deswegen möchte ich dir jetzt einzelne Bereiche aus diesem so spannenden Channeling mitgeben. Und bitte denk dran, erfolgreich sein und ein erfülltes Leben zu führen, das steht uns tatsächlich allen zu. Aber was das für dich genau heißt, was du da hineininterpretierst oder für Bedingungen darum setzt, das macht aus, ob du ein erfülltes Leben führst oder eben nicht. Und hör nochmal ganz genau zu beim erfolgreich sein. Wenn du Saint-Germain kennst, dann weißt du, dass es viel mehr um Sein als um den Erfolg geht. Ich wünsche dir jetzt also viel Vergnügen mit diesem Einblick und danke, wenn du mir einen Kommentar da unten unter diesem Video hinterlässt, denn das wird auch mich zum Nachdenken anregen. Schön, wenn wir hier liebevoll miteinander kommunizieren, denn das ist der große Punkt. Es geht ums Miteinander. Viel Vergnügen mit Saint-Germain. Atmet tief und bewusst ein und öffnet auch euren Raum für den Saint-Germain. Schön, dass ihr da seid. Ich grüße euch, ich grüße dich, du wunderbare Seele. Was für eine Freude! Ein so wunderbarer Moment. Jetzt mit dir, mit euch, in einer Fülle von Momenten anzukommen und uns eben über dieses Thema zu unterhalten. Ich, Saint-Germain, und mit mir ist Lilith. Und mit mir sind noch sehr viele mehr, nämlich unter anderem diejenigen, die wir die Engel von Fülle und Überfluss nennen, diejenigen, die ihr Füllhorn über euch ergießen und euch somit ab und an die Möglichkeit geben, Einblick zu erhaschen in die Ebenen von Möglichkeiten. Und die Welt ist voll von Möglichkeiten. Die irdische, physische Welt kennt aber eben auch Begrenzungen, zumindest so lange, bis du diese Grenze erkannt hast und willig bist, mit ihr und über sie hinauszugehen, sei das geistig oder ganz physisch. Finanzen sind, wie ich schon des Öfteren gesagt habe, ganz, ganz eng mit dem eigenen Selbstwert in Verbindung zu bringen. Und zwar das Gefühl, dass du zu der Finanzwelt mit all ihren Formen hast und zu dir. Es wäre aber viel zu einfach, dann einfach zu glauben, dass diejenigen, die viel Geld haben, also auch viel Selbstvertrauen und Selbstsicherheit haben und die anderen, die wenig haben, wenig davon hätten. So simpel ist es jetzt ausnahmsweise in diesem Fall nicht. Denn was du damit verbindest mit dem Geld, der Fülle von den Finanzen, was du darunter verstehst, was du damit verbindest, da ist der Punkt deiner Selbstsicherheit, Selbstliebe. Da kannst du was einweben und mitnehmen für dich und verändern. Aber genauso steht dem gegenüber der Mangel. Egal, woran es mangelt in deinem Leben,
wie du diesen Mangel erlebst, darin findest du einen Wegweiser, wo du für dich ansetzen kannst in Bezug auf deine Selbstliebe, Selbstfürsorge, Selbstachtung und so weiter. Immer die Ahnen toppen, immer weiter, besser, größer. Es ist sehr lange gut gegangen, so sozusagen, aber heute zählt etwas anderes. Und zwar das, was du daraus machst anhand von dem, was dir als Grundbasis gegeben wurde. Und zwar eben nicht nur du, sondern ihr. Und das ist der ganz große Switch, der jetzt in euch geschieht, ist das tiefe Verständnis, es ist nicht meins. Auch wenn es seit Urzeiten meiner Familie gehört, dessen Name ich trage. Es ist das Erbe der Geschichte der Menschheit. Und ich stehe dafür ein. Und ich gebe mein Bestes, um mit dem, was da ist, der Welt zu dienen. Das ist der ganz große Wandel, der jetzt in denen, die viel geerbt haben, vor sich gehen darf. Genauso mit in denen, die scheinbar, finanziell gesehen, wenig geerbt haben. Denn die dürfen lernen, anzunehmen. Da ist die Aufgabe des Annehmens, des Erkennens, dass mir geholfen wird in diesem Leben, so wie in vielen, vielen anderen Leben mir nicht geholfen wurde. Jetzt geht es also darum, dass diejenigen, die haben, denen, die nicht haben, wirklich zu Diensten sind. Und ich will es wirklich so sagen.